Hallo und herzlich willkommen heute mal wieder zu einem etwas frontaleren Verkaufsvideo, aber es nutzt alles nichts, die Messer müssen raus und darum werden wir euch heute die Perlen aus unserem anstehenden Winter-Special vorführen. Bevor wir aber loslegen, habe ich eine ganz wichtige Verkündung steht an. Und zwar der Gewinner von dem Professional Precision Adjust Elite. Und anders als ich das bei der Verlosung zum Tag des Messers kundgetan habe, liegt die UVP sogar bei 628 €. Und zwar der glückliche Gewinner nennt sich Atrium 321. Herzlichen Glückwunsch wirklich zu diesem fetten Paket. Bitte melde dich per Mail bei der service@boca.de und wir leiten dann alles weitere in die Wege. Herzlichen Glückwunsch von uns. Gratulation. Wo fangen wir an? Ja, ihr seht, der Tisch ist reich gedeckt. Ich würde sagen, Hajo, fang doch mal an. Was hast du heute dabei? Was erwartet unsere Kunden im diesjährigen Winter-Special als Highlight? Okay, mein absoluter Liebling, das Reality-Based Blade als Utility-Variante. Das war ein Messer, das war gerade schwer in Mode 2007, als ich zur Firma gekommen bin. Das war damals von Jim Wagner, mit dem wir zusammen gearbeitet haben, designt. Das war jemand, der sehr viel Erfahrung hatte im Bereich der Selbstverteidigung. Der war sowohl Soldat, der war Polizist, der war im Justizvollzug. Und dieses halte ich immer noch für funktional eins der bestdesignten und robustesten Messer unseres Sortimentes. Das ist jetzt wirklich Maßstäbe, da muss man auf die Details gucken. Das hat hier in den 4 Fingerrillen eine ganz griffige Textur in dem FRN-Griff, in dem faserverstärkten Nylon-Kunststoffgriff. Die oberste Fingerrille, die ist frei geblieben von Textur, dass man das wirklich intuitiv ganz leicht ertasten kann. Und weitere Details gibt es. Hier steht zum Beispiel die Klingenwurzel über. Das war der Gedanke, dass man wirklich jede Kante und jede Ecke dieses Messers auch im geschlossenen Zustand zum Schlagen verwenden kann oder für neuralgische Schmerzpunkte, für die Selbstverteidigungstechniken. Also keine Waffe nach deutschem Recht, wäre so gesehen ein Selbstverteidigungstool immer noch durch die erste Reform. Glasbrecher, umsetzbarer Clip, einfach von A bis Z ein richtig gut gemachtes Ding. Was euch sicher interessiert, was kostet der Spaß jetzt? 79,95, 30% reduziert, also ihr seht, Knallerpreis. Das ist falsch. Genau. Ich habe übrigens auch eins, damals noch die alte Version mit grünem Griff. Was ich beim RBB absolut mag, ist einfach dieser so satt einrastende Backlog. Also das alleine vom Sound, da merkt man, das ist wirklich richtig satt und massiv. Und der gleitet wirklich weich und wie du sagst, satt. Und Lockback für mich immer noch, wenn es überhaupt eine Verriegelung sein muss an einem Messer, dann die allererste Wahl. Ich starte mal mit einem Messer, was ihr schon ganz oft bei mir gesehen habt, und zwar das Böker Plus Canoe. Hat es auch in das Special geschafft. Es ist jetzt um 25% reduziert, liegt jetzt bei 136,95 €. Ihr wisst, das begleitet mich schon seit ein paar Jahren, habe schon viel mit dem Messer erlebt. Es ist ein Titan Framelock, Klinge S35VN. Ja, viel mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Richtig schick, meiner Meinung nach ein absolutes Must-Have. Auf jeden Fall ein Premium-Folder in allen Teilen. Gefräßter Clip, alles dran. Ja. Als nächstes Sweeney Todd Demon Barber of Fleet Street. So heißt das Messer nicht, es heißt der Fleet Street Razor. Aus rechtlichen Gründen, es ist das Filmrequisit aus dem Film von Tim Burton mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Es ist kein Rasiermesser, aber es ist ein schneidfähiges Messer mit unheimlich dickem Rücken. Ich finde es halt wirklich stark, also vielleicht als Lebensmittelmesser draußen, um auf dem Brett zu schneiden. Und es ist einfach, auch wenn kein Rasiermesser, es ist ein cooles Requisit und es ist voll funktionsfähig. Ja, und Preis jetzt 20,95, also auch hier stark reduziert. Was will man mehr? Ja, ich wechsle mal komplett die Kategorie und stelle mal vor, das ist das Böker Forge Santoku. Ein Kochmesser, was wir schon richtig lange im Programm haben. Die Forge-Serie, die ist damals wirklich durch die Decke gegangen, als wir, vielleicht weißt du noch das Jahr, ich weiß es nicht, das war, muss lang her sein. Lang nach 2008, 2010 oder sowas. Ja, da hat die Forge-Serie bzw. das Forge-Chefmesser hat den Stiftung Warentest gewonnen. Und daraufhin, das war ein totaler Verkaufserfolg. Die Serie ist extrem beliebt gewesen, muss man sagen, ist jetzt lang im Programm. Deswegen haben wir uns entschieden, hier die Serie zwar zu behalten, aber jetzt preislich nochmal anders zu positionieren, beziehungsweise im Special nochmal einen Push zu geben. Deswegen das Santoku gibt es jetzt um 20% reduziert, liegt jetzt bei 56,95 €. Die Forge-Serie hat einen Klingenstahl aus dem X50 CRMO V15.
Das ist der... Gleichbedeutend mit der DIN-Norm 1.4116 und wir haben wirklich das Feedback von mehreren Händlern und Privatkunden, dass es wirklich für ein 1.4116 eine hervorragende thermische Behandlung erfahren hat und wirklich eine sehr gute Standzeit hat. Genau. Und ist wirklich schön dünn ausgeschliffen. Ja, Du hast Bücher dabei? Bücher habe ich auch dabei. Sollen wir da hinspringen? Gerne. Okay. Ja, wer soll an seine Projekte glauben, wenn nicht ich? Also wir haben hier in diesem Buch von Agustin Saiz Martinez, ich spreche es gar nicht aus. Also wir haben hier in diesem Buch von Agustin Saiz Martinez zu japanischer Militärausrüstung des Zweiten Weltkrieges, die wirklich sehr speziell ist, haben wir hier dieses kleine Überlebens- und Fluchtmesser gefunden, mit dem die japanischen Soldaten des Zweiten Weltkrieges ausgestattet waren. Es ist wirklich die Bauart, die wir kennen vom Atlas, aber es ist noch schlichter, es hat keine Rückenfeder, es ist wirklich nur gebogenes Blech und genietet im Stil und in der Tradition der japanischen Higonokamis. Und ich bin ja ein absoluter Low-Tech-Fan. Jedes Bauteil, was nicht dran ist, kann nicht versagen. Dazu haben die von den Amerikanern den P-38 Dosenöffner, der eine eigene Fanpage hat und von vielen behauptet wird, das wäre das beste Ausrüstungsstück, was die amerikanische Armee je hatte. Und es ist heute wirklich als Backup-Messer in kleinen Survival-Paketen oder im Portemonnaie in meinem Sinn ein richtig gutes Ding. Okay, wichtiger als noch die ganze Ausstattung ist der Preis. 13,95, unschlagbar. Ein Messer muss eigentlich jeder in der Tasche haben. Apropos in die Tasche stecken, absolut empfehlen kann ich euch das Tech-Tool, ich glaube es heißt Blue Damast. Wir haben hier wirklich eine wunderschöne Damastklinge in der Hauptklinge. Also es ist ein Tech-Tool mit nur einer Klinge, die ist aus Damast und wir haben hier eine tolle Beschalung aus Fettkarben. Das Messer hat mal 100 € gekostet, liegt jetzt bei 68,95. Tolles EDC, natürlich Paragraph 42a-konform als Slipjoint. Also wer wirklich ein schickes, edles Taschenmesser haben möchte, der ist hier gut aufgehoben. Ich bin ja ein Slipjoint-Diehard, das ist bekannt. Also da haben wir einmal das Böker Plus Bad Guy. Und da hat man halt mal wirklich ein richtig ausgewachsenes Slipjoint-Messer, mit dem man richtig arbeiten kann. Wer wie ich ein Slipjoint bevorzugt, der ist hier ganz gut aufgehoben. Muss man sagen, ist ja schon fast speziell. Also wenn wir denken, Slipjoints sind ja entweder häufig traditionell oder dann echt so schlank im Gentleman-Bereich anzufinden. Also jetzt auch gerade wie gesehen beim Tech-Tool. Das hier sieht jetzt aus, Full-Size-Folder mit Totenkopf. Full-Size-Folder. Das ist jetzt mal eine Kombi, die ist wirklich und ja, das unüblich. ist tatsächlich so, Verschlüsse an Messern, an Klappmessern gibt es schon ewig lange. Aber noch in den 50ern, 60ern und 70er Jahren waren die auch bei Jagdmessern und auch bei größeren Messern gar nicht so gebräuchlich. Da gab es wirklich noch relativ viel Slipjoint. Das ist wirklich eine relativ junge Entwicklung so gesehen in der Geschichte des Klappmessers, dass ab einer bestimmten Größe jetzt immer ein Verschluss da dran ist. Ich finde es gar nicht so nötig und teilweise eher sogar eine Fingerfalle beim Schließen. Also wir haben hier diese Meteoritenoberfläche auch, diese unregelmäßig gebohrte Oberflächen im G10. Wir haben rote Liner darunter und eben den aufwendig eingelegten Totenkopf des Designers Franck Sauvy. Also ja, schickes, aufwendig gemachtes Ding, D2-Stahl für jemanden, der was richtig Schweres zum Arbeiten in Slipjoint sucht. Ja, haben wir den Preis genannt? Ich noch nicht, bitte. 78,95, auch stark reduziert. Genau, wie eigentlich letztendlich alle Produkte, die wir hier am Tisch liegen haben. Genau, ich mache Paragraph 42a-konform weiter. Wir nehmen uns da euer Feedback ja stets zu Herzen. Ihr habt beim letzten Mal der ein oder andere kommentiert, oh, nichts dabei, was ich tragen kann. Das soll jetzt anders sein. Auch hier einen Slipjoint. Ihr seht schon, so ein bisschen kämpfig, richtig stramme Rückenfeder. Das hier ist unser Böker Plus Worldwide. Das Ganze wurde designt als ein Messer, was in den meisten oder fast allen Ländern dieser Erde legal zu führen war. Was man sagen muss, das ist uns auch gut gelungen und das Ding ist wirklich über Jahre ein absoluter Topseller geworden. Aber wir haben uns Konkurrenz im eigenen Portfolio geschaffen und haben das Worldwide 2 rausgebracht. Dementsprechend wird es Zeit, den alten Kameraden irgendwo zu verabschieden. Echt richtig lange neben der 2.0-Version durchgehalten hat, muss man sagen. Und ich freue mich, dass es so lange zu Ehren kam und auch mit dem zweiten Modell. Chetlos Banos Design, Klingenstahl AUS 8, vierfach umsetzbarer Clip, G10-Schalen. Ansonsten liegt wirklich super in der Hand hier mit der Fingermulde und den Jimpings oben auf dem Klingenrücken. Also ich denke... Auch ein Full-Size-Folder. Preislich das Worldwide liegt jetzt bei unschlagbaren 35,95 €. Also auch hier absolute Kaufempfehlung. Wer schon immer damit geliebäugelt hat, jetzt ist euer Moment gekommen.
Ja, ich mache weiter mit meinem letzten Beitrag zum Thema 42a. Wieder ein Slipjoint, Raphael Durand, wo ich finde, wirklich ganz charakteristisch ist der französische Schwung, sind ganz entfernt die Vorbilder der verschiedenen Regionaux, speziell des Layol, zu sehen. Es ist leicht, selbsttragende Konstruktion, flach, G10. Was ich besonders schön finde, es hat einen sogenannten, also es hat einen modifizierten Slipjoint, einen sogenannten Cran forcé, wie die Franzosen das nennen. Das heißt, das liegt hier, die Rückenfeder liegt nicht rechteckig an, sondern hat vorne eine kleine Nase, wie bei den Layol, die eben in eine Vertiefung greift und deshalb muss zum Schließen am Anfang ein höherer Widerstand überwunden werden. Wunderschönes, flaches, leichtes EDC, aber auch schon wirklich andererseits auch ein Full-Size-Folder und Gebrauchsmesser, Lebensmittelmesser mit unverkennbarer französischer Eleganz im Design. So, was kostet das Ganze? Ich weiß nicht, ob den Namen schon... Böker Plus Samo Sor. Und es liegt jetzt bei 56,95 €, also auch hier auch für 30% Rabatt. Genau. Weil wir so schön Paragraph 42a konform unterwegs sind, mache ich da nahtlos weiter, auch wenn wir jetzt nicht mehr bei einem Taschenmesser sind, sondern bei einem feststehenden Messer, was irritierenderweise auf den Namen Pocket Knife hört. Also ich muss ja gestehen, ich bin mit dem Design von Anfang an vielleicht nicht ganz so warm geworden, aber das Messer ist wirklich über Jahre komplett durch die Decke gegangen. Warum? Weil es eines der ersten feststehenden Messer bei uns im Programm war, die für das Tragen in der Hosentasche gedacht waren. Sind entsprechend auch mit einem Clip etc. ausgestattet, mit einer richtig schön kleinen Kydex-Scheide. Und man trägt es dann wirklich in der Tasche. Und das ist natürlich gerade, wenn man Paragraph 42a konform unterwegs sein möchte, aber eine gewisse Robustheit bei der Klinge einem wichtig ist, dann kommt man an einem feststehenden Messer kaum vorbei. Genau. Du als Angler, ich stelle mir vor, es hat auch eine schöne Form, schön spitz, absolut, schön richtig, schlank, richtig schön spitz. Ja, auch wenn man sagen muss, dass der Schliff nicht so weit hochgezogen ist, aber allein durch die spitze Klingen oder durch die Klingenspitze ist das Ganze auch natürlich am Wasser hervorragend zu gebrauchen. Aber und leichter Hohlschliff, also auf der Schneide, man sieht eine breite Schneide, die hat auf keinen Fall mehr als 20 Grad, eher weniger, ja. 17, und 15. Der Griff, ja, also man muss es in der Hand gehabt haben, um den Griff zu verstehen. Es liegt wirklich hervorragend in der Hand. Man glaubt es nicht, wenn man den Griff sieht, aber wirklich eine ganz, ganz tolle Handlage und hat sich, wie gesagt, jahrelang wirklich herausragend verkauft. Für sagenhafte 39,95 4 Tientjes, wie der Niederländer sagt. Ja, jetzt haben wir lang und breit über Paragraph 42a konforme Messer gesprochen. Hast du vielleicht auch was dabei, was ein bisschen taktischer ist? Ja, da habe ich von Alexandra DeSantis, Hydra Design, ich finde ja sowieso fast alles begnadet, was die macht, das Hellkerambit in Grau. Und das Messer hat an sich kein Problem, es verkauft sich in Schwarz, aber die Farbe, gerade die mir so gut gefallen hatte, kam nicht so gut an. Ich finde es wieder eine ganz eigene Formsprache. Es hat hier so einen Waver, den man abschrauben kann, der aber ansonsten genutzt werden kann beim Ziehen, um es an der Hosentasche zu öffnen. Ja. Es hat einen Ring, diesmal aus gefrästem G10, sehr fein gefinisht, hält trotzdem dem Druck stand, weil G10 regelmäßig faserverstärkter Kunststoff mit Struktur unheimlich tough ist. Beidseitig umsetzbarer Drahtclip und außerdem haben wir uns hier für 154 cm entschieden, was ja vielleicht auch mal eine ganz und jetzt kommt der Knaller, das Ganze für 59,95 €. Okay, kommen wir wieder zu zwei alten Bekannten, zwei total liebgewonnenen Produkten und zwar die Dave Wenger Designs. Die haben wir ja überarbeitet, sie haben allerdings nicht geschafft, an den Verkaufserfolg der Vorgänger anzuknüpfen. Es ist einmal das Victic 2.0 und einmal ist es das Micro Tracker 2.0. Wie ihr wisst, was haben wir geändert? Wir haben die Nieten durch wirklich große Schrauben ersetzt, damit die sich nicht lösen können, auch bei einer harten Belastung. Ansonsten ist die Ausstattung vergleichbar. Ihr seht, ungefähr gleich groß, Klingenstahl 10,95 mit jeweils einer entsprechenden Beschichtung. Gerade das Victic liegt durch den Griff wirklich hervorragend in der Hand, bietet genug Arbeitssicherheit, um auch wirklich sehr kraftvolle Schnitte durchzuführen. Und ich erinnere mich, dass das Micro-Tracker von dir auch durchaus gerne benutzt wurde zum Bogensport, um dann also die Pfeilspitzen... Korrekt, ich habe es ein paar Mal verkauft, auch in unserem Bogensportverein, also weil es auch einfach rough und cool aussieht. Genau. Und alle, die sich wundern, warum hat das Ding zwei Schliffe, schaut euch gerne mal das Video vom Hajo an, der intensiv auf die Tracker-Reihe eingegangen ist. Sowohl den Ursprung als auch die Anwendung von den beiden Schliffen im Detail erklärt.
Ja, Hajo, wo liegen die beiden Messer preislich? Das Trekker bei 48,95 und das Victic bei 54,95. So, und wenn ihr diese Messer jetzt schon alle bestellt habt, dann müsst ihr natürlich das Versandpaket öffnen und dafür bestellt ihr besser vorab noch den Böker Plus Kalaschnikow Box Cutter. Es ist natürlich in dieser Ausstattung ein Springmesser, die man auch mit der Gesetzesänderung vom 31. Oktober 2024 nach wie vor mit guten Gründen als Jägeranlager oder mit eben anderen guten Gründen erwerben und besitzen darf. Guckt dazu gerne nochmal das Video von Thomas und unserem Fachanwalt Winkler. Das hier ist ein klassisches Kalaschnikow und hier steckt wirklich viel Technik drin. Die Basis-Kalaschnikow-Springmesser sind schon nicht günstig. Hier mit diesem Klingenhalter, das ist wirklich alles sehr massiv und sehr aufwendig gemacht und kostet trotzdem nur 40,95 Euro. Wow. Zwei kleine Gimmicks direkt hintereinander. Hier, viele von euch werden es nicht kennen, das was wir im Programm haben. Deshalb nochmal ganz wichtig, das was wir hier vorstellen. Und zwar ist das ein Feuerstahladapter, der an nahezu jeder Kydex-Scheide montiert werden kann. Der ist aus Kydex, kann einfach angeschraubt werden. Also eigentlich eine ganz schöne Sache für alle Messer, die eine Kydex-Scheide haben und für alle, die gern Feuerstahl einfach mit ihrem feststehenden Messer dabei haben. Prädestiniert wäre zum Beispiel unser Bronco Mini. Da haben wir uns ja gegen die Auslieferung mit Feuerstahl entschieden. Hier einfach montiert, kostet nur 3,95 €. Dementsprechend ja, wichtig, dass ihr wisst, dass es sowas gibt. Und auch kein Messer, in dem Fall unseren D-Max Bitpen. Ich muss sagen, ich bin Fan vom Bitpen, weil er hat dieses super kompakte Format, hat einen Clip, kann man auch in der Tasche tragen. Ihr seht hier mit diesem Bajonettverschluss lässt sich die Mine ausfahren. Und wie kommen wir zu dem Namen? Wir haben hier hinten eine Schraubkappe, da hinten ist ein kleiner Bit drin versteckt und zwar ein Torx und das ist ein Wechselbit, der lässt sich dann einfach umstecken und so kann ich hier zwei beliebte Torx-Größen, die ich eigentlich für alle oder für die meisten Taschenmesser brauche, habe ich hier ganz kompakt immer dabei. So, der D-Mark Bitpen liegt jetzt bei 17,95 €. Ja. So, als nächstes mal was von Magnum, das MF3 von Madweave. Hier kann ich mich noch erinnern, im Entwicklungsmeeting hatte mich das Messer gar nicht so abgeholt und ich bin überstimmt worden. Aber im Nachhinein, als ich das fertige Produkt in der Hand hatte, dachte ich, ja, es macht doch einen Unterschied, ob es von namhaften Designer ist oder nicht. Und inzwischen mag ich das Messer richtig gern und ich finde, dem ist schrecklich Unrecht getan worden, dass es überhaupt hier in dem Special landet. Aluminiumgriffschalen, zweiseitig umsetzbarer Clip, Flipper, unheimlich schönes Schliffbild, ein Rohschliff auf der Sekundärphase und dann nochmal 90 Grad versetzt eine Satinierung im Spiegel. Unheimlich tolle Handlage, super solide gemacht. Schönes Messer für jetzt sagenhafte 28,95 Euro. 28,95 €, wunderbar. Mein nächstes Modell ist das Böker Plus Nebula. Das Böker Plus Nebula ist ein Modell, was sich seit jeher wirklich unheimlich gut verkauft hat. Es ist im Special, weil die Nachfrage doch ein Stück zurückgegangen ist und wir ihm deswegen noch mal einen kleinen preislichen Push geben. Nur einen kleinen, in dem Fall 10% günstiger, jetzt auf 119,95 €. Genau. Das war wirklich ein Langzeit-Topseller, weil er einfach als schön empfunden wird mit dem Farbspiel, Komplementärkontrast, Orange und Blau. Ja. Wilde Kohlefaser. auch ein Flipper, der richtig satt öffnet, im Liner arretiert. Also das ist ein Einhandmesser, keine Frage, aber ein richtig schönes. Ja, dann noch mal ein bisschen was Funktionales. Die Heavy Duty Kukri Machete, 420er Stahl. Eine Machete soll leicht nachzuschärfen sein mit improvisierten Mitteln auf Betonplatten, auf Flusskieseln oder Ähnlichem. Und vor allem tragt ihr draußen in der Regel keine Schutzbrille. Das heißt, dass die Klinge sollte auf keinen Fall splittern, wenn ihr damit arbeitet. Es ist die Kukri-Form, die mehrere tausend Jahre alte Form aus Nepal, die heute noch von den Gurkha-Regimentern der britischen Armee verwendet wird. Und es war früher ja, sowohl ein agrarisches Instrument, um zu ernten, als auch eine Waffe. Und es hat eine auffällige Ähnlichkeit mit dem Kurzschwert Kopis der Griechen. Und man nimmt an, dass diese Form mit Alexander dem Großen, der ja recht umtriebig war in der Hinsicht, Wer weiß es nicht. der war sehr umtriebig, nach Nepal gekommen ist. Ja, es hat Palisander-Griffschalen, Hartholz-Griffschalen, wunderbar genietet, tolle Handlage, kopflastig, man kann mit den verschiedenen Zonen eben arbeiten. Und gut genietete, kunststoffverstärktes Nylon-Etui, verrottungssicher, robust,
Durchschnittsschutz, also ein richtig funktionales Ding, wo man draußen im Gebüsch, im Wald richtig Meter machen kann. Das Ganze gibt es für nur 37,95 €. Also ich glaube, mehr Messer, mehr Stahl gibt es heute hier auf dem Tisch nicht fürs kleine Geld. Deswegen auch hier für alle, die schon mal eine Kukri besitzen wollten, gerne zuschlagen. Genau, ich komme schon zum Ende. Und zwar habe ich hier das Böker Plus J-Bite. Kleines feststehendes Messer, natürlich Paragraph 42a konform. Auch hier wieder ein Messer, welches aufgrund oder trotz des kurzen Griffs wirklich eine hervorragende Handlage hat und auch hier wirklich richtig schön mit der Fingermulde ein Abrutschen auf die Schneide verhindert wird. Also auch ein Messer, was man wirklich gerne und gut mitnehmen kann und sollte. Kommt mit einer hochwertigen Lederscheide. Ihr seht schon an den Schlaufen, es wird quer getragen. Und es gibt noch ein besonderes Gimmick, und zwar, ihr seht, das Messer ist mit einem besonderen Lanyard ausgestattet und dieses Lanyard dient gleichzeitig der Sicherung in der Scheide mit einem Druckknopf. Das heißt hier ganz kompakt, doppelte Funktion, sowohl Lanyard ja in Form von einer Griffverlängerung, als auch nochmal hier Verlustsicherung in der Scheide. Und auch wenn eine Lederscheide in der Regel von den Dimensionen deutlich größer ist als eine Kydex, seht ihr, das Ding ist echt kompakt. Also das kann man hier hinten wirklich ganz verdeckt am Gürtel tragen. Für alle, die feststehende Messer gerne im Alltag tragen, absolute Empfehlung für 46,95 €. So, dann wählen wir mal einen weichen Ausstieg aus der Produktpräsentation. Und das konnte bei mir nur die Blade HQ Böker Shopmat sein. Das ist eine Arbeitsunterlage. Als wir die gesehen haben, wollten wir sowas auch. Aber Blade HQ hatte sich dermaßen im Design so stark vorgelegt, dass wir sagten, das können wir kaum toppen. Wir gucken, ob wir uns dranhängen können und haben unseren Baum drauf gedruckt. Ein schwarzer Adler auf schwarzem Grund, schwarzer Baum auf schwarzem Grund. Das Schöne an dieser Shopmat ist eben, man hat eine weiche Unterlage für Metallteile und eben für feinmechanische Arbeiten, wie beim Zerlegen von Taschenmessern, wie beim Zerlegen von Feuerwaffen, hat man hier ganz viele kleine Fächer, sehr flach für die kleinen Schräubchen und Federchen, die man hier ablegen kann. Oder natürlich, wer unseren Adventskalender, Böker Plus Adventskalender haben wird, der kann das ja auch als wunderbare Unterlage verwenden. Bestes Silikon, alterungsbeständig, weich, kann auch als, kann beispielsweise als Topflappen verwendet werden. Weil es, ja tatsächlich, es gibt Silikontopflappen. Also das ist ein richtig gutes Ding, perfekt, perfekt designt und ist kostet reduziert auch über 30%, kostet jetzt 17,95 €. Ja, gönnt sie euch gerne, wenn ihr Spaß am Schrauben habt. Oder wenn ihr Spaß daran habt, dass die Schrauben nicht im tiefen Teppich landen, dann, wie gesagt, ist die Böker Shopmat für euch die richtige Wahl. Genau, das war's schon mit unserer Präsentation. Viele, viele Messer auf dem Tisch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist für euch was dabei. Wie jede Woche, denkt bitte dran, lasst uns ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt gerne mal in die Kommentare, an welche Messer kommt ihr nicht vorbei? Welches Messer ist hier euer Favorit von der vorliegenden Selection? Und lasst gerne ein Abo auch am Kanal da. Ja, bleibt neugierig, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.